Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Welt von Drakensang Online. Ja, zuletzt war das Neumond-Event und wenn wir mal nachschauen, dort habe ich ordentlich viele Drakenkerne gesammelt. 1084 Stück, also ungefähr, ja, ich sag mal so knapp über 500 oder sogar 600 Stück habe ich da auf jeden Fall gesammelt. Ich hatte jemand im Team, der immer zweimal eine Spinne geholt hat, das heißt, wir hatten im Prinzip 27 Drakenkerne pro Runde. Ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe hier im Inventar ein paar Items liegen und zwar das hier ist ein Random Drop, das heißt, hier haben wir 72,815 kritischen Schaden und hier dieser Gürtel ist auch besser, der hat 39,580 Schaden. Hier hinten habe ich jetzt noch ein paar andere Items und damit möchte ich nochmal einen Crafting-Vorgang starten und schauen, kriege ich vielleicht was Besseres raus. Hier unten ist ein Gürtel, diesen habe ich mir gekauft. Ich habe mir insgesamt 2 Stück gekauft, wie man hier sehen kann. Die kosten meistens so 2500 Draken, das heißt 5000 Draken habe ich dafür auch nochmal ausgegeben, Pi mal Daumen. Aber dazu werdet ihr jetzt gleich ein Video sehen. Ja, wenn wir nun mal den Rang 7 Gürtel ausrüsten und diesen testweise auf Level 60 ziehen, dann vergleichen wir haben jetzt auf diesem Rang 7 79 Schaden zu 71 Schaden, 1614 Leben zu 1522 Leben und 1379 Widerstände zu 1073. Also auf jeden Fall eine Verbesserung. Das heißt, ich werde hier an der Stelle auch natürlich nochmal die Stats abfotografieren, um dann am Ende wieder einen Vergleich machen zu können. Des Weiteren ist dieser Mantel hier neu und dort werde ich euch jetzt an der Stelle den alten Mantel einblenden. Dieser ist mir gedroppt, es sind mir ja 2 bis 3 Mäntel gedroppt und dieser hier hatte dann auch eine goldene Verzauberung drauf. Lasst uns nun im nächsten Schritt den Crafting-Vorgang durchführen. Als allererstes würde ich hier nochmal probieren. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt reinpacke. Ja, zweimal Goldwerte hin oder her. Hier ist halt 71%, aber ich sag mal so, wenn es nichts wird, dann würde ich mir schon hier die Goldwerte aufheben wollen. Und den hier, ich meine, das sind jetzt am Ende, sind es halt wirklich sehr viele Werte. Ich glaube 13 Stück waren das. Na, wir sind jetzt hier bei 4, 8,
9, 10, 11 und 12, 13 Stück. Wenn wir da einfach mal schauen, da habe ich ja diese wunderschöne Kalkulation. Da schreiben wir jetzt hier rein, dass es um 16 Verzauberungen insgesamt geht und 13 davon sind Crit-Werte. Und dann rechnet er hier aus, das habe ich halt selber programmiert. Also in Excel kann man natürlich auch Funktionen programmieren. Und hier unten sieht man, dass 39,29% rauskommen. Also mit 39,29%iger Chance, fast 40%, kriege ich auf jeden Fall 4 Werte drauf, die Gold sind. Jetzt ist das Problem, von diesen Werten sind nur 2 Werte Platin. Also wenn wir jetzt mal schauen, okay, 3 Werte sind Platin, das ist natürlich eine viel geringere Chance, aber wir werden es probieren. 72,815% gilt es zu schlagen. Und ich klicke auf Kombinieren. Und absoluter Crap. Ja. Gut. Dazu brauchen wir, denke ich mal, nichts weiter sagen. Dann lassen wir das so und craften genau diesen Ring da drauf. Ursprünglich war geplant, bevor mir dieser Ring getroppt ist und bevor mir dieser Gürtel getroppt ist, den Ring hier auf Rang 7 zu ziehen. Das kann ich dann auch später machen. Es kommt ja bald das Wargolf-Event und es kommt dann das Frühlings-Event und bei beiden kann man auf jeden Fall relativ viele Items, beziehungsweise in dem Falle Drachenkerne, erfarmen. Jetzt fange ich schon mal an, nebenbei die einzelnen Sachen hier rauszunehmen und auch beim Tragan-Ring wird sich auf jeden Fall jetzt was verändern an der Stelle. Jetzt sind die erstmal draußen, dann tue ich die ins Inventar packen. Den hier können wir gleich komplett wegtun, weil der sowieso durch einen besseren Gürtel ersetzt wird. Den tue ich am besten mal hier auf eine andere Seite. Ja, und jetzt fügen wir das hier einfach hinzu. Herstellung mit makellosen Kernen und sehen, dass hier der alte Ring mit 65% überschrieben wird durch den neuen Ring mit 72,815 kritischer Schaden. Das kostet jetzt 400 Drachenkerne und 400 makellose Kerne. Und da klicken wir auf Bestätigen und auf Annehmen und dann hätten wir das jetzt auf jeden Fall schon mal geschafft. Können da wieder die Glyphen hinzufügen, die 25 Millionen. Und dann packe ich hier noch die entsprechenden Steine rein. So, da hätten wir den schon mal fertig. Der hat jetzt, ja, das sind alles so 80 oder 81% Werte. Also ihr seht schon, Platin kann nochmal wesentlich höher sein. Als nächstes probieren wir hier nochmal unser Glück. Und zwar hier haben wir im Prinzip 4 mal Gold drauf. Das wird jetzt auf 10% hoch gezählt. Und hier sind auch 2 Platin-Werte dabei. Aktuell hat dieser Ring, dieser Gürtel, müssten wir den jetzt nochmal ausrüsten, spaßeshalber 39,580%. Und wenn wir die jetzt so zusammen craften, haben wir jetzt auch nochmal eine Chance, dass sich da ein paar Sachen erhöhen. 39,580% gilt es zu schlagen. Und es ist wieder mal nur Müll rausgekommen. Das bedeutet, das Schicksal möchte, dass wir genau diesen Gürtel einfach so übertragen. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder das her. Und hier hat er diesmal direkt sogar die makellosen Kerne in Betracht gezogen. Das Rezept davon. Und craftet jetzt hier auf das Rang 7 Item diese Werte drauf. Kostet 450 Drachenkerne. Also ihr merkt schon, Drachenkerne brauche ich auf jeden Fall am Stück. Ich habe mal grob kalkuliert. Mindestens 4000 Stück brauche ich noch, um ja die meisten Belange, Crafting-Vorgänge, also Werte auf ein Item drauf craften und dann mit Steigerungskernen von Rang 6 auf Rang 7, von Rang 7 auf Rang 8. Also das kostet alles Drachenkerne und da ist auf jeden Fall noch ein großes Potenzial da. Gut, dann klicke ich jetzt mal auf Kombinieren und auf Annehmen und werde auch diesen Gürtel nun wieder mit den entsprechenden Steinen bestücken. Eine 30% Rune und 4 mal 20% Runen und oben die 5 heiligen. Wie heißen sie gleich? Diamanten. Und hier kommt jetzt das Problem zum Tragen. Hier werde ich kurz zum Schmied gehen
die Glyphenentfernung wieder auswählen und mir hier von der Waffe mal die Glyphen geben lassen. Das sind jetzt 50 Millionen drin, ja, das ist schon recht viel. Und die setze ich dann jetzt hier oben erstmal ein, 25 Millionen. Und dann kann ich jetzt hier an der Stelle auch wieder das Teil zumindest auf 59 bringen. Da sieht man schon, der nächsthöhere Schritt braucht wesentlich mehr. Und wenn wir jetzt mal schauen, ist der Schaden auf 43.794 gestiegen. Und beim Crit sind es 79,84. Da hat sich jetzt natürlich nicht viel geändert, weil wir haben nur den Crit-Schaden angehoben. Hier auf dem Gürtel ist selber kein Crit drauf. Das heißt, wir müssen auf den Crit-Schaden schauen mit 384,18%. Ist für Solo-Farmen auch eine recht gute Sache. Und wenn dann hier zum Beispiel auch nochmal bessere Werte, beziehungsweise auch hier unten ein paar Platin-Werte drauf sind, dann kommt man den 400% dauerhaft auf jeden Fall nahe. In der Gruppe ist es relativ egal, da hat man ja sowieso Leute, die das für einen machen. Im nächsten Schritt geht es mal darum, ein paar Sachen auszusortieren. Erstmal die Teile hier wieder reinpacken. Und dann geht es ums Aussortieren jetzt. Und zwar der Tragan-Helm, den brauche ich nicht nehmen, weil der ist schlechter von den Werten. Und ich habe jetzt auch eine andere Strategie, die ich euch gleich mitteilen werde. Die Tragan-Schuhe, die kann ich noch aufheben. Der Tragan-Ring, der kann auch weg. Mein Tragan-Ring, der hat, wie ihr sehen könnt, 2 goldene Verzauberungen. 2 goldene Grundwerte, Entschuldigung, 4 goldene Verzauberungen. 2 goldene Grundwerte, das sind jeweils die oben. Die sind auch relativ hoch mit 95 und 91%. Und genau diesen Ring werde ich dann einfach auf Rang 7 ziehen und dann auf Rang 8. Genauso mein Blutzahn hat eine goldene Verzauberung, der wird auf Rang 7 und dann auf Rang 8 gezogen. Der Gürtel wird auf Rang 8 gezogen. Der Helm wird auf Rang 8 gezogen. Die Schultern werden auf Rang 8 gezogen. Der Wams wird auf Rang 8 gezogen. Vor allem der Wams und der Tragan-Ring sind sehr wichtig. Die werden als allererstes auf Rang 8 gezogen, weil die goldene Werte drauf haben. Und ja, die Herold-Handschuhe haben zum Beispiel auch einen goldenen Wert zumindest als Grundwert drauf. Die Schuhe an sich, die werden dann noch ausgetauscht durch die neuen Rang 7 Schuhe. Wenn wir da mal kurz schauen, was die statsmäßig überhaupt können, dann sehen wir 87 Schaden zu 80 Schaden, 2695 Leben zu 2483 Leben und 1277 Rüstung zu 1252 Rüstung. Also die Rüstung ist bei diesen hier etwas schlechter bei den neuen, aber die anderen Werte sind besser. Genau, also ich warte ab, bis Tragan irgendwann mal kommt, hoffentlich Mitte des Jahres. Und vorher tue ich den Tragan-Ring und den Wams upgraden, weil diese beiden Sachen, da werde ich nicht so schnell was Neues kriegen und wahrscheinlich auch hier den Gürtel, weil da kann ich auch nicht jedes Event 2000 Drachen aufbringen, um da zu schauen, okay, kriege ich jetzt vielleicht wirklich mal einen besseren Gürtel. Was habe ich mir jetzt gedacht, ja? Wenn wir mal schauen, ich habe jetzt hier, gut, den Tragan-Helm hätte ich jetzt doch noch behalten sollen, aber wir brauchen da eh nicht auf den Schaden gucken. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diesen legendären, ja. Wenn ich den rein tue, verliere ich natürlich das Tragan-Set. Wie man sehen kann, habe ich dann auf Infernal 4 auch nur noch 69%. Jetzt haben wir hier die schöne Arachna-Puppe. Mit der Arachna-Puppe seht ihr jetzt schon, dass ich bei 80% bin. Das heißt, ich muss die nicht mal aufwerten. Ich habe auf Infernal 4 mit der Arachna-Puppe 80%. Ich verliere dadurch natürlich Schaden. Aber wenn ich einen Tragan-Helm habe mit 4 Schaden drauf, dann steigt mein Schaden. Und wie man sehen kann, ist hier auf diesem 14% erhöhte kritische Trefferwertung. Also es kann sein, dass ich die Arachna-Puppe nochmal upgraden muss. Dann habe ich auf jeden Fall 80% auf Infernal 4 bei steigendem Schaden. Das ist der Sinn dahinter. Ich muss nicht mehr den grünen Beißer reinmachen mit 23% erhöhten Schaden. Ich befinde mich jetzt hier gerade in Hiraya. Das ist die Hauptstadt von Quaisar, beziehungsweise auch die einzige Stadt, die Quaisar hat. Und hier dieser Händler bietet, wie schon bereits erwähnt, die raffinierte Arznei der Macht an und die gibt 24% erhöhten Schaden für 2 Stunden. Wenn wir da mal nachschauen, der grüne Beißer gibt lediglich 23% erhöhten Schaden.
Das heißt, ich habe hier dann nochmal 1% mehr Schaden und somit kann ich meinen Schaden erhöhen. Wesentlich erhöhen, weil ich hier 40% drauf crafte. Wenn ich dann im Prinzip den Buff einwerfe, nochmal höheren Schaden. Bei gleichbleibenden Crit durch die Arachna-Puppe. Jetzt momentan natürlich viel zu viel. Mit dem Helm immer noch gleich viel. Und wenn hier dann noch statt diesen 14% erhöhte kritische Trefferwertung nochmal Schaden drauf ist, dann crafte ich hier nochmal drauf. Das war von mir so ein Umdenkprozess. Das waren natürlich verschwendete Drakenkerne. 450 Stück habe ich dafür gebraucht, um das umzusetzen. Aber schlussendlich ist das so ein Prozess, der einfach eine Optimierung ist. Ich habe mich hingesetzt, habe überlegt, auch mit anderen Leuten zusammen, habe gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn ich eigentlich das einfach mal andersrum mache? Dass ich wirklich einen 4x Damage Helm mache und diesen dann da oben drauf ziehe und das dann probiere mit Buffs auszugleichen. Und das war dann wirklich das Rätsels Lösung. Ursprünglich wollte ich es ja so machen, dass ich genau diesen Helm hier habe mit 3x Crit und 1x Schaden. Dann nehmen wir mal kurz hier den zum Vergleich. Ne? Fast 41% erhöhte kritische Trefferwertung und 1x Schaden. Nun ist es aber wesentlich besser, das auszugleichen. Weil genau diesen Helm wollte ich für die ganz normalen Mods nehmen, also für Infernal 4 und dergleichen. Und wenn ich wirklich mal Infernal 2, Infernal 3 farme, dann brauche ich ja nicht so viel Crit wie jetzt hier an der Stelle. Und dann empfiehlt es sich, einen anderen Helm zu nehmen. Das war meine Gedankenweise. Aber jetzt kann ich das komplett sein lassen. Hier drin sind übrigens auch nochmal 18 Millionen Glyphen, die ich mir jetzt zurückhole. Und damit müsste ich hier dann diese Geschichte aufwerten können. Genau, jetzt haben wir das hier wieder Level 60. Und das Einzige, was noch fehlt, ist hier beim Schild. Da fehlen dann jetzt halt wiederum ein paar Millionchen an Glyphen. Des Weiteren in der Sammlertasche fehlen mir noch an ein paar Stellen ein paar Reittiere. Ich habe mir das vorher schon rausgesucht und bei dem guten Kritzmack werde ich diese nun kaufen. Das habe ich mir dann auch hier ganz kurz dokumentiert. Ich brauche zum Beispiel den grauen Gorilla. Dann brauche ich den braunen Vogelstrauß, die braune Schlange und die grüne Kröte. Theoretisch, also bei der grünen Kröte bin ich mir gerade nicht ganz sicher, deswegen gucke ich echt nochmal nach, weil ich kann mich ja auch verguckt haben. Wobei bei der Kröte war es eigentlich relativ eindeutig, genau, da habe ich bloß die rote. Genau, also auch die grüne Kröte. Ich will ja jetzt hier nicht einfach 1400 Gold umsonst ausgeben. Und ansonsten noch das braune Warzenschwein. Das sind jetzt alle Pets, die mir noch fehlen. Wenn wir da jetzt mal schauen, das sind alle, die mir noch fehlen. Die füge ich jetzt nacheinander hinzu. Also hier nochmal einen. Und auf der zweiten Seite den Gorilla. Und dann bei Geflügel gibt es einen dazu. Und bei Reptilien 2 Stück, sodass ich jetzt hier nochmal 100 Zwernscherben bekommen habe. Und bei wilde Bestien nähere ich mich auch der Rune der Vitalität an. Da fehlen mir jetzt halt noch 2 weitere Reittiere, die ich aber auch nicht so schnell kriegen werde. Im Inventar haben wir jetzt auch nichts mehr. Und ich kann auch mal auf dem Warzenschwein reiten, auch wenn es jetzt kein gepanzertes ist. Aber ich gehe mal davon aus, man braucht nicht unbedingt ein gepanzertes. Habe ich auch gar nicht. Das ist wirklich jetzt das erste Wildschwein, was ich habe. Und bei den Gorillas habe ich im Prinzip 2. Müsste eigentlich, wo ist denn der andere? Hier. Okay, warum der da vorne ist, keine Ahnung, der gepanzerte weiße Gorilla. Das kann ich euch auch nicht beantworten. Genau, und so gesehen habe ich nun ein paar Änderungen am Char gemacht und würde von euch gerne erfahren, was ihr von diesen Änderungen haltet. Und damit verabschiede ich mich so gesehen recht herzlich von euch. Haut rein, euer Zardas.